In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine SRAM-Kette an deinem Mountainbike selbst wechselst. Für welche Kettenmodelle die dargestellten Schritte passen, siehst du in unserer Auflistung und in der Videobeschreibung. Um die Kette zu wechseln, hängst du dein Bike am besten in einen Montageständer. Damit wir loslegen können, brauchen wir einen passenden Kettennieter zum Öffnen und Kürzen der Kette, für ein Fully mit SRAM-Schaltung außer T-Type eine Dämpferpumpe und einen Spanngurt, für ein Bike mit SRAM T-Type 12-fach-Schaltung ein Maßband. Eine Kettenschlosszange ist zwar nicht zwingend notwendig, ermöglicht aber das leichte Öffnen und Schließen von Kettenschlössern. Und natürlich die richtige SRAM-Kette inklusive passendem Powerlock-Kettenschloss. Optional empfehlen wir dir einen Markierungsstift sowie einen Lappen und Kettenreiniger zum Säubern der Antriebskomponenten. Du willst wissen, ob deine Kette überhaupt gewechselt werden muss? Mit einer Kettenmesslehre kannst du den Verschleiß deiner Fahrradkette genau ermitteln. Wie das funktioniert, erfährst du in dem verlinkten Video. Dir fehlt etwas? Alle Tools und Materialien findest du selbstverständlich in unserer Videobeschreibung verlinkt. Wenn du nur eine neue Kette montieren willst, kannst du die nächsten beiden Kapitel überspringen. Los geht's mit der Demontage der Kette. Schalte zunächst auf das kleinste Kettenblatt und Ritzel. Dann positioniere das Kettenschloss im unteren Kettenlauf. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kettenspannung rauszunehmen. Bei SRAM-MTB-Schaltwerken mit Käfigdämpfung aktivierst du einfach den Cage Lock. Bei anderen Schaltwerken kannst du die Kette vom Kettenblatt nehmen. Zuerst zeigen wir dir, wie du mit der Kettenschlosszange eine SRAM-Kette mit Powerlock an deinem MTB öffnest. Setze die Zange wie gezeigt in die benachbarten Innenglieder. Durch Zusammendrücken werden die Laschen zueinander bewegt, wodurch sich das Schloss öffnet. Achtung! SRAM Powerlock-Kettenschlösser dürfen nur einmal verwendet werden. Zum Entfernen empfehlen wir dir, die Kette erneut auf das Kettenblatt zu legen und sie dann in Fahrtrichtung runter zu kurbeln. Wenn du deine Kette nicht wiederverwenden möchtest, kannst du sie auch alternativ an beliebiger Stelle mit einem Kettennieter öffnen. Positioniere den Kettennieter unterhalb der Kettenstrebe am entsprechenden Nietstift. Drehe so weit im Uhrzeigersinn, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen, dann lässt sich die Kette öffnen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Schaltung und Antrieb zu reinigen, sowie die Zähne an Kassette und Kettenblatt auf Verschleiß zu kontrollieren. Wenn deine alte Kette bereits beim Fahren übergesprungen ist oder deine Kassette wie hier zu sehen stark verschlissen ist, dann solltest du auch deine Kassette tauschen. Wie das geht, zeigen wir dir im verlinkten Video. Wenn du dir sicher bist, dass die alte Kette die korrekte Länge hat, bestimme die Kettenlänge nach der folgenden Methode. Lege zunächst die neue Kette parallel zur alten Kette. Zähle dann die Kettenglieder der alten Kette. Übertrage anschließend die Gliederanzahl auf die neue Kette und markiere die Stelle zum Kürzen. Achtung! Wenn deine neue Kette per Powerlock geschlossen wird, muss sie mit jeweils einem Innenglied enden. Wenn du die Kettenlänge an einem Fully oder Hardtail mit SRAM-Antrieb außer T-Type neu bestimmen musst, ist die Überlappungsmethode von SRAM ideal. Wenn dein Bike ein Fully ist, notiere dir den Dämpferdruck und lasse anschließend die Luft ab. Lege dann den Spanngurt zwischen zwei beliebige Speichen am Hinterrad und über dem Oberrohr um die Sattelstütze. Ziehe den Spanngurt an, um den Hinterbau zu komprimieren. Sowohl am Fully als auch beim Hardtail kannst du jetzt die neue Kette mit der Schrift nach außen über das größte Ritzel der Kassette auflegen, sodass das linke Ende bis unterhalb der Kettenstrebe reicht. Führe sie danach über das größte Kettenblatt und dann wieder nach hinten, sodass sich die beiden Enden unter der Kettenstrebe treffen. Halte die Enden so, dass sie sich gut sichtbar überlappen. Zähle ab Beginn der Überlappung am rechten Ende Kettenglieder hinzu, um den Punkt zu ermitteln, an dem du die Kette kürzen musst. Bei Hardtails sind es 2 Innen- und 2 Außenglieder. Bei Fullies sind es ein Innen- und ein Außenglied. Markiere abschließend die Stelle zum Kürzen. Für SRAM T-Type-Antriebe empfehlen wir den SRAM Chain Length Guide zur Neubestimmung der Kettenlänge. Nimm dafür zunächst das Maßband und miss von der Mitte der Nabenachse bis zur Mitte der Kurbelwelle die Länge deiner Kettenstrebe. Nachdem du den Wert ermittelt und notiert hast,
Notiere auch die Zähnezahl deines Kettenblatts. Öffne nun in der SRAM Access App den SRAM Full Mount Chain Length Guide. Hier kannst du entweder über Eingabe deines Bikes bzw. Rahmenmodells oder über Eingabe der gemessenen Kettenstrebenlänge die passende Kettenlänge ermitteln. Aktuelle SRAM-Ketten fürs Mountainbike werden ab Werk mit 126 Gliedern ausgeliefert. Lege nun die neue Kette aus und ziehe so viele Kettenglieder ab, dass du die berechnete Länge erhältst. Markiere mit dem Stift die Stelle zum Kürzen. Lege zum Kürzen die Kette mit der markierten Stelle in den Kettennieter. Halte den Kettennieter am Griff und drehe ihn so weit im Uhrzeigersinn zu, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Achte darauf, dass der Kettennieter gerade auf den Niet trifft. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen und schon ist die Kette gekürzt. Nun kannst du die passend gekürzte Kette montieren. SRAM-Fahrradketten sind nicht laufrichtungsgebunden. Achtung! Bei Flat-Top-Ketten muss die flache Seite vom Kettenblatt und der Kassette wegweisen. Lege die Kette über das kleinste Kassettenritzel. Fädele sie anschließend in umgekehrter S-Form über die Schaltröhrchen und durch den Käfig. Achte darauf, die Kette hinter dem Steg des Käfigs durchzuführen. Bevor die Kette verschlossen wird, kannst du jetzt den Spanngurt vorsichtig lösen und den Dämpfer mit dem vorher notierten Druck wieder aufpumpen. So bekommt der Hinterbau wieder seine ursprüngliche Position. Jetzt kannst du die Kette auch schon verschließen. Damit beim Verschließen keine Spannung auf der Kette ist, nimm sie zuerst wieder vom Kettenblatt runter oder belasse das Schaltwerk im Cage Lock. Positioniere das neue Kettenschloss zunächst so, dass der aufgedruckte Pfeil in Laufrichtung der Kette zeigt. Anschließend steckst du die beiden Verschlusshälften gegenläufig in die Innenglieder, führst die Hälften übereinander und steckst die Verschlussstifte in die Außenlaschen. Damit alles in Position bleibt, ziehst du die Kette auseinander. Zum Abschluss musst du das Kettenschloss noch verschließen. Dazu legst du zuerst die Kette wieder auf bzw. deaktivierst den Cage Lock. Dann kurbelst du so weit, bis sich der Powerlock oberhalb der Kettenstrebe befindet. Prüfe noch einmal, ob das Kettenschloss richtig sitzt. Halte anschließend das Hinterrad fest und drücke in Fahrtrichtung auf die Kurbel. Wenn du ein Knacken hörst, ist das Kettenschloss eingerastet. Kontrolliere anschließend die Beweglichkeit der verbundenen Kettenglieder. Wenn du die Teile nicht leichtgängig bewegen kannst, prüfe, ob sich das Kettenschloss richtig gesetzt hat. Deine SRAM MTB-Kette ist nun wieder einsatzbereit. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine DIY-Tipps mehr zu verpassen. Viel Spaß beim Schrauben und bis zum nächsten Mal.